Ich habe ein neues Format für euch, Freunde. Yes, Top Layering. Ihr könnt also hier schöne zusammenfügen, geiler Düfte jetzt demnächst in Zukunft. Wenn ihr das gut findet, das Format, schreibt das gerne unter. Erwarten, dann zeige ich euch meine Ideen, die ich hatte, das, was ich richtig nice finde, die Düfte, die man sehr geil kombinieren konnte oder kann, das möchte ich euch gern an Herz legen. Dann könnt ihr das zu Hause, wenn ihr die Düfte haben solltet, natürlich nachmachen, weil das kommt schon richtig nice. Und da habe ich so einige im Kopf noch. Ich mache das nicht so oft, ne? Ich trage sonst Düfte allein, aber ab und zu muss ich mal so ein paar oder zwei Düfte layern. Und heute fangen wir mal schon mit einem Brecher an. Ja, dann geht's auch gleich los. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog aus Hamburg immer noch. Das muss natürlich sein, mal kurz. So. Ja, der erste, den ihr als erstes aufsprüht, und das ist der Naxos von Search-Off. Naxos, den sprüht ihr als erstes auf. Gleich vorweg, wie viel Sprüher ihr benutzt, das ist euch überlassen. Aber der erste, der auf die Haut kommt oder als erstes gesprüht wird, da müsst ihr weniger sprühen. Der zweite, da wird mehr gesprüht. Aber wir kommen erstmal zu Naxos. Das ist die, sag ich mal, die Unterlage. Und das ist Honig, Tabak und Vanille, aber von allerfeinsten. Wirklich von allerfeinsten. Einer der schönsten, was diese Art in diese Richtung angeht. Wow, ein brutal starker Duft und Preis-Leistung ist das einer der besten Preis-Leistungsdüfte im Nischenbereich. 100 ml, ich habe es ja eingeblendet, ungefähr 200 €, aber ihr bekommt hier wirklich eine Haltbarkeit, Sillage von allerfeinsten, fast schon Beast Mode, also jedenfalls in dieser Erstauflage. Ich weiß, die Neuauflage ist vielleicht nicht mehr ganz so tief, aber trotzdem noch gut. Und wenn ihr die ein bisschen länger stehen lasst, dann weiß ich das weiß ich, dann wird sie trotzdem richtig schön oder fast annähernd so wie die Erstauflage, also die Erstauflage in diesen Flakon. Gab es ja schon früher in alten Flakon, wenn ich mich nicht ganz täusche. Auf jeden Fall, das ist die Erstauflage in diesen Flakon, das ist schon ein paar Jahre alt und das ist einfach ein so geiler, starker Honig-Tabakduft. Mehr müsst ihr eigentlich gar nicht wissen. So, und das sprüht ihr euch als erstes drauf. Sagen wir mal 3 Sprüher. 3 Sprüher von Naxos, dann habt ihr schön dieses Feeling, Cremigkeit, Honig, Tabak und Vanille. Das ist auch geil, einer meiner Lieblingsdüfte in meiner ganzen großen Sammlung. Naxos. So, und dann kommt der Duft, der da überkommt. Und das ist der Alexandria 2. Ja, der Alexandria 2, der Rose oder eine Rose-Oud-Kombi. So, eine Rose-Oud-Kombi. Ich werde euch natürlich auch noch mal erzählen, für die Leute, die es nicht wissen, das noch nie gemacht haben, warum können nicht genauso viel Sprüher sein? Warum können die Sprüher nicht gleich sein? Oder warum nicht Naxos mehr? Und warum jetzt unbedingt das? Das werde ich gleich erzählen. Aber jetzt kommt erstmal Alexandria 2, auch von Search-Off. Und der ist ein bisschen teurer, in 50 ml, aber eine Rosen-Oud-Kombi von allerfeinsten. Einer wirklich der schönsten Rosen-Oud-Kombis. Und dazu gesellt sich noch Lavendel und sogar Apfel. Also den Apfel sage ich immer wieder, merkt ihr schon, den spricht aber fast keiner an. Ein bisschen minimal so einen grünen Apfel, aber im Endeffekt ist es einfach Rose-Oud. Es ist ein floraler, nicht so stark, also ja, rosenlastiger, floraler Oud-Duft. Schon starkes Oud, präsentes Oud, aber richtig genial leckeres, wenn man lecker bei Oud sagen kann. Ich als Oud-Fan ja. Anschmiegsamer, starkes Oud. Es ist saugeil gemacht. Es ist, wie gesagt, richtig gut und einer der besten, was das angeht. Und ich muss sagen, wow. Ich kann einfach nur sagen, wow. Und da haut ihr dann zum Beispiel 5 Sprüher drauf. Wie gesagt, ich habe ja schon eingangs erwähnt, wie viel ihr macht, ist mehr Latte. Ne, das müsst ihr wissen. Aber von denen mehr, also 2, 3 Sprüher mehr, damit er soll die Basis sein. Hintergrund soll einfach nur Vanille, was heißt nur? Das ist ja gerade der Kick. Warum ist das so gut? Weil hier habt ihr Rose, Oud, bisschen Lavendel und dann kommt im Background Tabak, Honig und Vanille. Und dieses Zusammenspiel ist einfach genial. Und deswegen natürlich mehr Sprüher. Gleich mal vorweg, warum nicht andersrum? Also ein Honigduft mit Tabak ist ja geil, aber da unten im Hintergrund Oud und Rose, ich glaube, das harmoniert nicht so gut. Jetzt denken viele Leute, die jetzt nicht so viel Ahnung davon haben, die jetzt hier vielleicht das erste Mal sind oder sagen, ja, okay, aber was labert der da? Ist doch dasselbe. Nein, wenn ihr von dem weniger drauf macht und mehr Honig und Oud, dann
riecht das ja anders. Ihr habt ja mehr Süße, mehr Honig, mehr Tabak als statt Rose Oud. Aber Oud ist eben so präsent, deswegen würde ich es mal andersrum machen. Ich habe das auch noch nie andersrum probiert, weil ich das einfach so besser finde. So, und gleich könnt ihr natürlich machen. 5 Sprühe hier, 5 Sprühe da. Das könnt ihr auch probieren. So, dann habt ihr aber richtig die volle Dröhnung von allem. Aber ich finde einfach dieses, einer muss ein bisschen mehr sein und einer weniger. Und da ist eher, hier ist die Basisnote. Und der Naxos ist eben der da untersteht. So, und wenn ihr so Rose, Oud mögt und auch Tabak, Vanille und all das ist natürlich geil. Das Ding ist natürlich, das kostet insgesamt natürlich ein bisschen mehr, aber es ist für die Leute, die es eben in dem Fall jetzt bei diesem ersten Video, für die Leute, die das über haben oder vielleicht für die Leute, die schon die Düfte haben. Man muss ja nicht sofort die zusammen kaufen. Und normalerweise trägt man ja auch einen Duft. So, ich kenne zwar auch jemanden, der fast immer layert, ne, gibt's auch. Ist auch immer, ich meine, die Düfte gibt es ja auch so nicht. Wenn du layerst, du kannst auch einen dritten Duft dazu nehmen. Das werde ich vielleicht auch noch mal in diesem Format zeigen, wenn ihr dieses Format gut findet. Natürlich, sonst lasse ich es weg. Dann habt ihr natürlich komplett eine strange Zusammenfügung oder Mische. Und Mische sagte man immer früher, ne? Und ja, auf jeden Fall Fakt ist, dass der Naxos und der, ja, Alexandria 2 perfekt harmonieren. Also das würde ich mal ausprobieren. Schreibt mal, da habt ihr das vielleicht schon mal. Das würde mich ja auch interessieren. Und was haltet ihr davon? Das will ich wissen. Also was haltet ihr davon? Habt ihr schon mal ausprobiert? Und wie ihr dieses Format findet. Und es werden natürlich einige kommen. Es wird nicht jetzt vielleicht nicht jede Woche kommen. Ich muss mal sehen, wie ich das so mache. Weil so oft, wie gesagt, layer ich nicht. Und ich habe auch nicht, ich habe einige schon gelayert. Also wird ein bisschen was kommen. Aber man muss mal gucken. Und so weiter. Also ihr könnt mir natürlich auch was vorschlagen und dann werde ich es natürlich auch testen und dann schauen wir mal. Also wenn ich die Düfte natürlich da habe, also das muss natürlich sein. Da gibt's natürlich einige Brecher, die man zusammenfügen kann. Das ist noch nicht mal. Ich meine, wir sind jetzt gut gestartet mit Naxos und Alexandria 2, aber ich habe noch eine Mische. Das ist wirklich hardcore. Gut. Also muss man schon wirklich sagen. Aber ich meine, das ist natürlich auch von allerfeinst, muss man schon sagen. So, wie gesagt, alles erwähnt. Ob ihr es gut findet, müsst ihr unterschreiben. Macht mir Vorschläge. Wenn ich es natürlich habe, zeige ich das eventuell und so weiter. Aber ich habe natürlich auch noch Sachen. Ja, dann würde ich sagen, Grüße gerne raus an meine Mitglieder. Bleibt fit und munter und dann bin ich raus. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ach so, nein, nicht zurück. Haltbarkeit ist natürlich dementsprechend stark. Sillage auch, aber das will ich jetzt gar nicht auch groß einbinden in diesen Videos. Wichtig ist nur, das muss ich noch sagen, das Zusammenfügen. Hier ist jetzt nicht die Haltbarkeit in diesen Videos, bei diesem Format ist jetzt nicht die Haltbarkeit und auch nicht der Flakon jetzt wichtig. Es geht jetzt hier nur um das Layering und ob das nice rüberkommt. Also Leute, jetzt bin ich aber raus.